Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super leckeres und einfaches Rezept für einen Fischstäbchen-Kartoffelauflauf mit Blattspinat und Tomaten. Dafür als erstes eine mittelgroße Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken. Außerdem habe ich hier 1 bis 2 Knoblauchzehen. Die Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Kartoffeln. Ich habe hier 1,25 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln hergenommen. Zunächst schälen und danach mit einem Messer in kleine Stücke oder Würfel schneiden. Die Kartoffelstücke dann mit in die Pfanne geben, einmal gut salzen, außerdem etwa 100 Milliliter Wasser dazu gießen, die Kartoffeln ein wenig in der Pfanne verteilen und jetzt mit geschlossenem Deckel bei mittlerer Hitze für ca. 7 bis 8 Minuten vorgaren. Währenddessen bereiten wir schon mal die Soße vor, dafür einen gehäuften Teelöffel Speisestärke mit einem halben Teelöffel Muskatnuss und 400 Milliliter kalter Milch verrühren, kurz zur Seite stellen und nach etwa 7 bis 8 Minuten den Deckel von der Kartoffelpfanne abnehmen, die vorbereitete Soße dazu gießen, alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und für 1 bis 2 Minuten köcheln lassen. Danach die Kartoffeln samt Soße in eine passende Auflaufform geben, gleichmäßig darin verteilen. Jetzt kommt ca. 300 Gramm gefrorener Blattspinat dazu. Alternativ könntet ihr hier auch portionierbaren Rahmspinat verwenden. Dann etwa 150 bis 200 Gramm kleine halbierte Tomaten auf den Kartoffeln verteilen. Jetzt noch geriebenen Käse, ebenfalls 150 bis 200 Gramm. Ich habe hier Mozzarella verwendet und zum Schluss verteilt ihr noch ein paar gefrorene Fischstäbchen auf dem Auflauf. Ich habe sie vorher einmal halbiert. Ihr könnt die Stäbchen aber auch im Ganzen drauflegen und so geht der Auflauf in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 30 Minuten, bis die Fischstäbchen goldbraun und knusprig sind. Den fertigen Fischstäbchenauflauf anschließend aus dem Ofen holen. So sieht er dann nach dem Backen aus. Jetzt auf Tellern verteilen und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.